Hallo zusammen! In der heutigen Episode möchte ich über mein Studium in der Landschaftsarchitektur sprechen. Ich habe das Studium vor 8 Jahren absolviert, habe einige Jahre Berufserfahrung gesammelt und möchte mit euch meine Erfahrungen tauschen. Ich hatte in der Landschaftsarchitektur keinen klassischen Weg gemacht. Ich habe nicht in einem Landschaftsarchitekturbüro gearbeitet, sondern den größten Teil von meiner Karriere in einer Gartenbaufirma. Mittlerweile allerdings arbeite ich nicht mehr im Garten- und Landschaftsbau, sondern im Tief- und Straßenbau. Das ist relativ nahe verwandt mit dem Garten- und Landschaftsbau, aber es ist doch nicht das Gleiche. Als erstes möchte ich mal ansprechen, wieso ich überhaupt darauf gekommen bin, Landschaftsarchitektur zu studieren. Weil ganz am Anfang, bevor ich das Studium angefangen habe, hatte ich überhaupt keine klaren Vorstellungen davon, was es überhaupt ist. Also ich muss das so erklären. Ich bin in einem Gartenbaubetrieb groß geworden, familiärer Gartenbaubetrieb, und ich kannte den Gartenbau eigentlich schon ziemlich lange, habe immer wieder dort gearbeitet, aber unter Landschaftsarchitektur konnte ich mir lange nichts vorstellen. Aber zur damaligen Zeit hatte ich auch keine klare Vorstellung davon, was ich überhaupt wollte, was ich überhaupt beruflich wollte. Und irgendwie hatte ich ein Interesse für Garten, für Pflanzen, für den Bau allgemein. Und da war es dann halt relativ naheliegend, dass ich das Landschaftsarchitekturstudium mache. Und so war es dann auch. Und ich möchte ehrlich sein, am Anfang des Studiums war ich überhaupt kein Musterschüler. Ich war extrem demotiviert. Ich hatte irgendwie gar nicht verstanden, worum es überhaupt geht. Und ich habe vor allem das Gestaltung und Design, da hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, und da habe ich wirklich sehr wenig verstanden davon. Das Technische konnte ich doch relativ schnell lernen. Da hatte ich doch einen besseren Bezug dazu. Aber das ganze Gestalterische, das lag mir überhaupt nicht. Und ich war so, äh, ich hatte das irgendwie so nicht verstanden. Es hat lange gedauert, bis ich mal ein bisschen gecheckt habe, was überhaupt gefordert ist. Aufgrund meiner mangelnden Motivation, vor allem für die Module, wo es um Gestaltung und Design ging, hat mich ein Dozent mal ziemlich direkt darauf angesprochen und mir gesagt, dass es ihm vorkäme, als würde ich seinen Unterricht als Zumutung empfinden. Und da hat er tatsächlich einen Punkt getroffen, weil ich war wirklich sehr unmotiviert in seinem Unterricht. Und er hat mir dann einmal ein ehrliches Feedback gegeben und hat mir gesagt, Sie müssen sich mal ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, was Gestaltung und Design für einen Nutzen bringt. Setzen Sie sich damit auseinander. Und das war für mich auch neu, weil bis anhin sah ich nur den Nutzen in der Funktionalität. In der Gestaltung und in dem Design hatte ich vorher wie keinen Nutzen gesehen. Und es hat noch einige Jahre gedauert, bis ich dann wirklich einen Nutzen in der Gestaltung gesehen habe. Aber das war ein wichtiger Input, den ich damals von einem Dozenten bekommen habe. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesem Dozenten damals vielleicht ein Unrecht getan, dass ich in seinem Unterricht so unmotiviert war. Das gebe ich tatsächlich zu. Und gegen Ende des Studiums, im letzten Semester, hatte ich tatsächlich noch einen sehr starken Motivationsboost, weil da habe ich die Bachelorarbeit geschrieben. Und das war die erste Arbeit, wo ich wirklich davon überzeugt war, dass ich eine gute Arbeit abgeliefert hatte. Weil vorhin im Studium war ich schlussendlich nie wirklich überzeugt von meiner Arbeit, die ich abgeliefert habe. Aber bei der Bachelorarbeit, da war ich das erste Mal wirklich motiviert. Und ja, ich weiß, das ist nicht ideal, das sollte natürlich nicht so sein, aber das war bei mir so und das ist nun mal Tatsache. Aber ich bin froh, konnte ich damals dieses Erfolgserlebnis haben. Nun möchte ich noch ein ehrliches Fazit zum Landschaftsarchitekturstudium abgeben. Die Qualität des Studiums ist sehr modulabhängig. Das Studium ist aus verschiedenen Modulen aufgebaut und in einigen Modulen ist der Lerneffekt sehr groß, in anderen ist er eher mager. Also es kommt extrem darauf an, wie man sein Studium zusammensetzt, aus welchen Modulen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es im Unterschied zu einem Ingenieurstudium, dass es viel stärker den Wert auf Gestaltung und Design legt.
dafür etwas weniger auf das Technische. Das wird eher etwas stiefmütterlich behandelt, meiner Meinung nach. Nun möchte ich explizit auf die Stärken des Landschaftsarchitekturstudiums eingehen. Ganz klare Stärke kann man sagen, der starke Fokus auf Design. Die hohen Anforderungen, die dort gestellt werden, sind sehr nützlich, schlussendlich, weil man dadurch sehr viel lernen kann. Ebenfalls ein großer Pluspunkt ist der hohe Praxisbezug. Dadurch, dass es ein Fachhochschulstudium ist, hat es einen sehr hohen Praxisbezug. Sprich, viele Arbeiten, die man dort macht, viele Projektarbeiten werden auch in der Berufspraxis so oder ähnlich ausgeführt. Das ist ein großer Pluspunkt davon. Meiner Meinung nach ein weiterer Pluspunkt war auch der Einbezug oder der teilweise Einbezug von modernen Hilfsmitteln, sage ich mal, für damalige Verhältnisse modern. Heutzutage ist es wahrscheinlich schon flächendeckend wie die GPS-Vermessung oder auch die 3D-Modellierung. Das fand ich auch sehr positiv. Nun kommen wir zu den Schwächen des Landschaftsarchitekturstudiums. Und ich denke, da ist sicher ein Punkt drin, den ich vorhin schon angesprochen habe, vor allem, dass das Technische etwas zu kurz kommt, dass es etwas meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt wird, das Ausführungstechnische und vielleicht auch die Materialkenntnis, das in der Praxis dann doch sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn man, ich sage jetzt mal, in der Planung arbeitet und nicht wie ich im Gartenbaubetrieb, da ist es doch auch sehr wichtig, dass man das Technische gut versteht, dass man weiß, wie die Sachen ausgeführt werden. Ein weiterer prägnanter Kritikpunkt, den ich an diesem Studium habe, betrifft vor allem die Module, wo es um, ich sage jetzt mal, Landschaftsgestaltung, Landschaftsplanung geht. Das sind so Themen, ja, die sind etwas speziell, weil ich hatte das Gefühl, dass es damals sehr stark ins Philosophische abdriftet und dass die Module auch sehr repetitiv waren. Es war immer wieder das Gleiche, die Landschaft bewerten und so. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass dort alle Dozenten in diesen Fächern einen schlechten Job gemacht haben. Überhaupt nicht. Es gab dort auch sehr gute, sehr motivierte Dozenten. Und ich denke, es gab auch einige Module, die doch einen Mehrwert brachten. Aber alles in allem war es das fast zu viel. Oder auch wenn ich meinen Schwerpunkt nicht in diese Richtung verlegt habe. Mein Schwerpunkt war natürlich in Richtung Ausführung oder Ausführungsplanung. Aber das Studium an sich war irgendwie so aufgebaut, dass es sehr viele Module gab, wo es irgendwie um die Landschaft bewerten. Und ja, ich fand das dann irgendwie sah ich da den Praxisnutzen nicht drin. Als Fazit kann man sagen, ja, es ist ein stabiles Studium, es hat einen hohen Praxisbezug, es hat einen starken Fokus auf Design und auf die Landschaftsgestaltung, aber alles in allem hat es einen relativ hohen Praxisbezug, vor allem im Vergleich zu anderen Studiengängen, die nicht an einer Fachhochschule sind. Ehrlicherweise muss man halt auch sagen, dass die Berufsaussichten oder die Karrieremöglichkeiten nach dem Studium, nach dem Landschaftsarchitekturstudium nicht allzu berauschend sind. Sie sind eher bescheiden. Lohntechnisch ist man da eher im Mittelfeld und nicht so wie jetzt bei anderen Ingenieurstudiengängen oder bei anderen technischen Studiengängen. Aus diesem Grund kenne ich viele Leute, die nach dem Studium noch einen Master in einem etwas anderen Bereich angehängt haben oder die sich in eine bisschen andere Richtung noch entwickelt haben. Und das gehört einfach zu einem ehrlichen Fazit dazu. Zum Schluss möchte ich noch kurz meinen Werdegang ansprechen, weil das gehört ja auch noch ein bisschen dazu. Ich hatte nach dem Studium sehr, sehr kurz in einem Landschaftsarchitekturbüro gearbeitet und bin dann relativ schnell in einen Gartenbaubetrieb gewechselt. Einerseits aus familiären Gründen und andererseits, weil mir das etwas mehr zugesagt hat. Ich hatte dann ein paar Jahre im Gartenbaubetrieb gearbeitet, sowohl im familiären Betrieb als auch in einem anderen Gartenbaubetrieb. Wie ich es anfangs schon angesprochen habe ich vor etwa einem Jahr einen Wechsel gemacht, einen Branchenwechsel in den Tief- und Straßenbau. Ich hatte sozusagen die grüne Branche verlassen und habe mich in einer neuen Branche niedergelassen. Wobei man sagen muss, dass es sehr viele Schnittpunkte gibt, weil das beides quasi in der Baubranche ist. Da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten.
Und die Gründe für meinen Wechsel sind vielfältig. Einerseits war es sicher, dass es technisch anspruchsvoller ist, herausfordernder, die Projekte viel größer sind, viel anspruchsvoller. Natürlich auch viel bessere Karrieremöglichkeiten, meiner Meinung nach. Und das sind so die wichtigsten Gründe, warum ich die Branche gewechselt habe. Zudem hat es sich nicht wie einen harten Branchenwechsel angefühlt, weil ich halt vieles, was ich vorhin gelernt habe, vieles, was ich aus der Arbeit gelernt habe, aber auch aus dem Studium, konnte ich für meinen neuen Beruf übernehmen, für den Wechsel in den Tief- und Straßenbau. Und das fand ich doch sehr interessant, dass es doch sehr viele Überschneidungen gibt. Und auch das Landschaftsarchitekturstudium war in dieser Hinsicht auch nicht allzu schlecht. Ich sage jetzt mal, technisch hätte es noch ein bisschen mehr Fleisch und Knochen haben können, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ja, es war schon ein stabiles Studium. Gut, das wäre es wohl gewesen für die heutige Episode. Ihr habt sicher Kommentare, Fragen, Anregungen. Wie habt ihr das Studium erlebt? Habt ihr einen ähnlichen Eindruck vom Studium wie ich? Oder seht ihr die Sache komplett anders? Das würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bye bye.